Boss Bottle ist zurück 2026. Ja, Freunde, da hinten steht er und ich mache jetzt die dritte Aufnahme. Endlich hoffe ich, klappt das jetzt. Erst hatte ich das Mikrofon vergessen, dann hatte ich den Endstecker hier, den Empfänger an der Cam nicht dran und so weiter und so fort. Ja, aber ich hoffe, das funktioniert jetzt. Also hier haben wir Boss Bottle 2026. Und warum ist er 2026 back? Ja, riecht ihr ihn irgendwo? Fragt euch das mal. Riecht ihr irgendwo Boss Bottle? Nein. Und deswegen holt ihr ihn wieder raus und entstaubt ihn. Holt ihn raus und geil. Der Apfelstrudelduft oder American Pie zum Aufsprühen. Das sind 200 ml. Normalerweise rate ich davon ab. Aber tatsächlich, hier ist die Performance und die CH nicht beeinträchtigt. Normalerweise bei 200 ml Flakons ist das oft der Fall. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Frankenstein aus Hamburg. Und wir gehen rein. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr auf Apfelstrudel steht, ein bisschen übertrieben gesagt natürlich, wenn ihr auf Apfel steht, dann ist das euer Duft. Wir kommen aber erst nochmal zum Flakon. Das ist hier die Legende, seht ihr. Und ob hier in der aktuellen Version übrigens noch Boss steht oder Hugo Boss, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dieser Duft kommt mit einer schönen Apfelnote. Diese Apfelnote ist schon präsent, das merkt ihr. Und so muss so ein grüner, schöner Apfel. Dann kommt die Pflaume hinzu, das macht es schon schön süß oder beinhaltet im Endeffekt die DNA. Apfel-DNA und dann dieses pfirsiche, Vanille und natürlich zimtige und was Holziges. Das ist im Endeffekt Boss Bottle und ja, die Pflaume gesellt sich dann sofort hinzu und die Apfelnote ist aber präsent und setzt sich so ein bisschen da über. Ja, auf jeden Fall kommt dann der Zimt, dann kommt eine schöne holzige Note und zum Schluss Vanille. Im Endeffekt müsst ihr fast gar nicht mehr wissen, weil das der Duft ist, aber im Endeffekt kennt den Duft ja auch jeder. Ich wollte ihn einfach mal wieder rausholen, weil er ist immer noch bei den Normalverbrauchern, den normalen Käufern da draußen und ich mache ja auch immer so eine Endcharts am Ende des Jahres, da ist er tatsächlich in den Verkaufscharts meistens bei fast jeder Parfümerie, die man kennt, auf 1. Ja, Boss Bottle ist einfach auf 1 und das sagt schon viel, obwohl ich ihn draußen eigentlich seit Jahren nicht mehr wahrgenommen habe. Den einzigen Duft, und da werde ich auch noch mal ein Video zu machen, den ich wahrnehme von älteren Düften, ist Le Mal. Den rieche ich immer mal zwischendurch. Job Homme zum Beispiel auch nicht wirklich. Ne? Also ich werde demnächst mal so ein Video machen, das, was ich von alten Düften im Moment in den letzten, sag ich mal, 2 Jahren gerochen habe. Das ist sehr interessant. Auf jeden Fall, da kann ich schon sagen, der ist nicht dabei. Der ist einfach nicht dabei. Ich weiß nicht warum, aber er ist überall auf 1. Also sie kaufen ihn, aber du läufst wahrscheinlich an den typischen Boss Bottle Trägern nicht rum oder nicht dran vorbei. Auf jeden Fall ist es ein schöner Duft und der funktioniert einfach, ja, beim Date, beim Vorstellungsgespräch vor allen Dingen, im Büro, auf dem Bau, an der Kasse, vielleicht nicht als Bäcker. Als Bäcker sollte man keine Parfüm benutzen im Endeffekt, aber im Endeffekt, dieser Duft funktioniert überall. Ja, den hatten viele getragen, vielleicht für viele auch die falschen Leute. Das hörte man ja immer früher bei Boss Bottle. Allerdings, das hörte man auch bei 1 Million. Aber das ist ja, mir war das eigentlich immer egal. Jogginghosen, Träger und was man alles gehört hat, ne, und so weiter. Aber das war mir egal. Hauptsache, der Duft ist gut und ich finde ihn immer noch gut. Und diese DNA ist schon, das ist legendär. Das ist legendär. Und, mich wundert es gibt keine Vintage-Version zu kaufen. Bei Fahrenheit zum Beispiel. Also das ist auch schwer zu bekommen. Aber da findet man mal so ein Jahr, wann ist der rausgekommen? Egal, ein Jahr später, diese Version sogar eingeschweißt. Aber hier, no way. Du findest diesen Duft nicht als Vintage-Version. Und jetzt kommen wir nicht mit, 8 Jahre später oder 10 Jahre, ich habe einen von 10 Jahre später. Nein, ich rede von der Vintage-Version, von 1 Jahr später oder von den Jahren, wann er rausgekommen ist. 98, glaube ich. Da will ich mal einen Flakon haben, einen guten. Das wäre nice. Aber das ist leider nicht zu bekommen. Genauso wie der, aber den bekommt man ja ab und zu mal. Aber da muss man ja auch schon viel hinlegen. Das ist auch der beste Ableger. Hier ist das noch tiefer. Im Endeffekt war das ungefähr so, war wahrscheinlich auch die Vintage-Version wie die Intense-Version. Ne, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Da ist alles ein bisschen tiefer, ausbalanciert, besser und so weiter. Pipapo. Und ja, aber Boss Bottle solltet ihr auf jeden Fall mal rausholen. Genau. Und das, wie gesagt, funktioniert auch in Frühling, Herbst, Winter.
und Sommer und so weiter. Der Duft geht eigentlich immer, weil er eben nicht so ganz präsent ist. So, und jetzt kommen wir zur Haltbarkeit. Im Endeffekt haben wir dann nämlich, sage ich mal, das ist ein großer, ich muss so sagen, zwischen 5 und 10 Stunden, weil jeder Mensch sieht den Duft anders. Wirklich anders. Manche sagen, der hält nicht lange, manche sagen, der hält lange. Das ist genau wie mit der Sillage und so weiter und so fort. Das ist bei diesem Duft komplett verschieden. Deswegen, ich würde ihn als Mittel einstufen, sage ich mal, ein bisschen schwächer und mittel. Also auf der Überholspur ist er nicht, aber es ist trotzdem ein geiler Duft, der von vielen wahrgenommen wird. Und wenn ihr oder diejenigen, die kaum Düfte benutzen, werden den Duft immer wahrnehmen. Immer. Das ist nur, also wir als Creator, der die 1000 Düfte haben, früher hatte man das einfach nicht, deswegen war er auch stärker. Früher hat man so und so nicht über diese Scheißhaltbarkeit geredet und so weiter. Das gab's früher alles nicht. Und ich stelle mal hier hin. Und im Endeffekt war der immer präsent. Und das hat nichts damit zu tun. Das Original, so stark war der nicht. Im Endeffekt ist das Intense ja auch nicht so ein monströser Duft. Ist ja kein Beast Mode, ne? Aber wenn man nur 1, 2 Düfte, und das war ja der Schnitt, was man früher hatte, und vielleicht war da mal einer, der 4, 5 Stück zwischen hatte, oder ich mal, der schon immer ein bisschen mehr hatte. Aber im Endeffekt ist das das ist ein Autonormalverbraucher, der riecht den Duft nach 8 Stunden noch an euch. Vor allen Dingen, wenn er auf den Klamotten gesprüht wird. Was ich euch immer, ne, sprüht auf die Klamotten nicht nur auf der Haut, sondern so nicht so gut immer. Und ganz ehrlich, gibt ja so Menschen, so Schwachmaten, die meinen, nur weil man als Creator ist und dann sollte man sich vielleicht überlegen, was anderes zu machen, wenn man nicht möchte, sich als Creator Parfüm auf die Haut sprühen. Ach so, ich darf also als Creator nicht sagen, Vorsicht, ich meine, ist ja ganz logisch, wo das herkommt aus dem Labor. Ich habe keine Angst davor, aber man soll sich also als Creator nur auf die Haut sprühen das oder vielleicht auch ins Gesicht, in den Mund, ist doch scheißegal, man ist ja Creator und man liebt ja Parfüm. Ja, manche Intelligenz von manchen Menschen ist echt... Naja, egal, lassen wir das so stehen. Auf jeden Fall sprüht nicht so doll, immer nur alles auf die Haut. Das ist auch nicht gut. Und übrigens auf den Klamotten hält es auch eben länger. Und vor allen Dingen nachher im Frühling und im Sommer. Der Duft ist nicht stark, aber auf den Klamotten ist er einfach besser noch um euch herum. So schaut es aus. Ja, ihr könnt mal schreiben, was ihr davon haltet. Habt ihr immer noch Bock auf diesen Duft? Wenn nicht, holt ihn raus, entstaubt ihn und so weiter und so fort. Das ist sehr nice. Der Duft ist sehr nice und da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Gerade jetzt trägt den da draußen ja kaum jemand. Also wie gesagt, ihr könnt ja mal sagen, riecht ihr den noch? Und ich rede jetzt nicht von einem Kumpel, der sein Lieblingsduft ist und ihr den jeden Tag sieht oder einen Arbeitskollegen. Ich meine so auf der Straße. Man riecht ja, im Moment kommt das wieder so, dass ein bisschen Leute mehr Düfte benutzen. Aber riecht ihr tatsächlich Boss Bottle? Das würde mich interessieren. So, und dann bin ich raus. Grüße gehen raus an euch und an meine Mitglieder. Folgt diesem Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann bis zum nächsten Mal, Freunde.